Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den Weißabgleich an eurer Kamera. Was jetzt so ein Weißabgleich genau ist, welchen Einfluss der auf eure Fotos hat und wie ihr in schwierigen Lichtsituationen keinen automatischen, sondern doch eher lieber einen manuellen Weißabgleich vornehmt, das erfahrt ihr wie immer im Video. Wofür brauche ich jetzt eigentlich diesen Weißabgleich an meiner Kamera für das spätere Foto? Licht an sich besteht ja nicht nur aus hell und dunkel, sondern auch aus verschiedenen Farbtemperaturen. Zum Beispiel hat ein Kunstlicht eine andere Farbtemperatur als zum Beispiel ein Licht, was ihr draußen macht bei Sonnenschein. Und um das vernünftig auf eurem Foto darzustellen, muss die Kamera bestimmte Referenzwerte haben für einen Weißabgleich. Das menschliche Auge oder besser gesagt das menschliche Gehirn zum Beispiel hat den Vorteil, dass wir auf Referenzwerte zurückgreifen können. Das heißt, wir wissen, wenn wir irgendeine weiße Fläche sehen, dann egal bei welchem, ob wir ein Kunstlicht haben, ob wir Sonnenlicht haben, ob wir ein Blitzlicht verwenden, unser Gehirn weiß in der realen Welt, weiß ist weiß, das haben wir uns als Referenz gespeichert. Das kann eure Kamera nicht, sondern sie muss vor jedem Foto das Motiv abtasten. Der automatische Weißabgleich funktioniert dabei so, dass der Sensor euer Bild abtastet und immer nach einem möglichst hellen Punkt sucht, also einem hellen Bereich. Und optimal ist natürlich weiß. Das heißt, der Sensor sucht nach einer weißen Fläche und geht davon aus, dass der hellste Punkt in eurem Foto dann ein Weiß ist. Wenn es keinen hellsten Punkt gibt, wenn ihr zum Beispiel einen Rasen fotografiert, dann wird es kein Weiß geben. Dann sucht der Sensor nach einem Grau, nach einem möglichst neutralen Grauwert. Wenn auch das nicht gegeben ist, dann wird es schwierig, denn dann rät eure Kamera mehr oder weniger. Und dann wird es ein bisschen ein Schuss ins Blaue. Man kann viele der Kameras, viele Spiegellose und Spiegelreflexkamera haben zusätzliche Einstellmöglichkeiten, quasi so halbautomatische Programme beim Weißabgleich, wo man vorgeben kann, dass man zum Beispiel bei Sonnenlicht fotografiert, dass man mit Blitzlicht oder Kunstlicht fotografiert und dann sind gewisse Farbbereiche, die ja in Kelvin angegeben sind, in eurer Kamera vorgegeben. Aber auch die können nicht immer passen. Wenn ihr zum Beispiel Mischlichtsituationen habt oder ihr nur im Studio seid, dann kann es sein, dass euer Kunstlicht oder auch zum Beispiel, wenn ihr Kunstlicht plus natürliches Licht habt, das Ganze ein bisschen abweicht und dann die Vorgaben aus der Kamera nicht ausreichen, um einen vernünftigen Weißabgleich vorzunehmen. In diesem Fall könnt ihr oder solltet ihr dann einen manuellen Weißabgleich machen. Ich mache einen manuellen Weißabgleich zum Beispiel immer vor einem Porträtshooting etc., damit ich bei gleicher Lichtsituation bei jedem Bild auch den gleichen Weißabgleich habe. Das kann nämlich auch sein, dass wenn ihr einen automatischen Weißabgleich nehmt und ihr macht zum Beispiel ein Porträtshooting, dass nicht jedes Bild auch dann den gleichen Farbwert hat, sondern sich die Bilder untereinander unterscheiden. Das heißt, ihr müsst dann wieder nacharbeiten, zum Beispiel in Lightroom. Und das könnt ihr euch ersparen, indem ihr einfach der Kamera sagt, pass auf, das ist dein Referenzwert, den nimmst du bitte und das ist dein Weißabgleich. Solche Referenzwerte kann man ganz einfach mit einer Graukarte erzielen. Und zwar gibt es hier so Karten, die sind auf einer Seite grau und auf einer Seite weiß. Das sind die beiden Referenzfarben, die ich ja gerade erklärt habe, die die Kamera sucht. Das gibt es hier so als Pappkarte, ist ein bisschen sperrig. Da gibt es auch Alternativen zu. Es gibt hier so Faltkarten. Die zum Beispiel habe ich immer mit, kann man auffalten. Auf einer Seite grau, auf der anderen Seite weiß. Um jetzt einen manuellen Weißabgleich zu machen, müsst ihr diese Karten einmal entweder auf der weißen oder auf der grauen Seite abfotografieren, damit ihr ein Referenzfoto habt. Wichtig beim Abfotografieren hier ist, wenn ihr zum Beispiel eurem Model diese Karte in die Hand drückt, dass ihr wirklich nur den grauen oder weißen Bereich fotografiert und nach Möglichkeit keine Finger, nichts vom Hintergrund oder sonst mit drauf haben könnt, denn das kann wieder zur Verfälschung des Weißabgleichs führen. Deshalb ganz wichtig, wenn ihr davon ein Foto macht, von der Graukarte, möglichst nur den grauen oder nur den weißen Bereich auf dem Foto drauf haben. Dann könnt ihr bei euren Kameras jeweils Spiegelreflex oder auch spiegellos ins Menü gehen und stellt den automatischen Weißabgleich auf manuellen Weißabgleich um. Und in der Regel wird eure Kamera euch dann bereits nach diesem Referenzfoto, was wir dann eben gemacht haben von der Graukarte, fragen. Dann gebt ihr dieses Referenzfoto an und könnt dann weiter fotografieren. Dann weiß eure Kamera anhand dieser Graukarte bzw. der Werte, die sie dadurch fotografiert hat, welche Farbtemperatur hier vorliegt und ihr habt einen perfekten Weißabgleich. Wenn sich die Lichtsituation ändert, ist es ganz wichtig, einen neuen Weißabgleich zu machen, einen neuen manuellen Weißabgleich.
Zum Beispiel, ihr seid im Shooting, habt gerade noch Sonnenschein, fotografiert euer Model und jetzt zieht sich das Ganze, sag ich mal, eine halbe Stunde später ein bisschen zu, die Sonne geht weg. Dann ist es wichtig, dass ihr wieder einen neuen Weißabgleich macht, denn die Farbtemperatur des Lichtes hat sich dann auch entsprechend geändert. Und natürlich nicht zu vergessen, wenn ihr mit dem Shooting fertig seid, dann stellt am besten die Einstellungen wieder auf einen automatischen Weißabgleich, damit ihr beim nächsten Foto, ihr seid vielleicht irgendwo anders unterwegs, dann nicht einen verfälschten Weißabgleich habt, weil ihr immer noch den manuellen Weißabgleich an eurer Kamera eingestellt habt. Ist ganz wichtig, sonst hat man nämlich völlig verschobene Fotos plötzlich und weiß im ersten Moment vielleicht gar nicht, woran das Ganze liegt. Das war es eigentlich von mir zum Weißabgleich. Ihr seht, nicht immer ist der automatische Weißabgleich die beste Lösung und auch die voreingestellten Werte in den Kameras passen nicht zu jeder Lichtsituation. Da ist es dann wichtig, einfach mal einen manuellen Weißabgleich durchzuführen. Das ist ruckzuck gemacht und ihr habt dann ein super Ergebnis bei der Farbdarstellung eurer Fotos. Vielleicht macht ihr ja selber schon, nutzt ihr ja selber schon die Funktion des manuellen Weißabgleichs. Dann lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da, in welchen Situationen ihr einen manuellen Weißabgleich macht, wo zum Beispiel der automatische Weißabgleich überhaupt gar nicht funktioniert hat. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen und vielleicht sogar ein bisschen weitergeholfen hat, dann lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.